Heute bauen wir miteinander unsere SVR-Plattform. Es gibt nichts Schlimmeres, weder wenn er bereits nach dem ersten Training schweren Deadlifts den Nachbar überkommt und läutet und sagt, was machst du genau da? Das stört mich sehr in meiner Wohnung. Der Unterschied zu einer professionellen Plattform, die gegen die 3.000 – 4.000 Franken kostet, haben wir hier eine Alternative, wo man mit günstigen Mitteln, die man überall bekommt, selber eine Plattform bauen kann. Und je nachdem auch natürlich in eurem Maß, das für euch passt. Das Einzige, was ihr bei uns müsstet beziehen oder könntet beziehen, sagen wir, wäre der Shock Absorb. Gibt es einen Shock Absorb, entweder Pro oder Extreme, und Gummimatte als Top-Layer, um den Getzner zu schützen. Damit wir das Projekt umsetzen können, das wir heute geplant haben, brauchen wir 2 Gummimatten, einen Akkuschrauber, Stichsäge 1 Meter, ein bisschen Papier zum Notizen zu machen, 8 Winkel, Schrauben verschiedene, eben ein Getzner Schockabsorb, Balken und ein Brett, um sicher drauf zu stehen. Beim Planen haben wir darauf geachtet, dass man mit möglichst wenig Schnitt von den Holzbalken das Ganze zusammenbauen kann. Für den Rahmen verwenden wir eine Holzkonstruktion für den sicheren Stand. Je nach der gewünschten Dämpfung bei euch in der Wohnung, im Keller, gibt es 2 verschiedene Optionen. Entweder der 50 mm Schockabsorb oder der 75 mm Schockabsorb. So als Grundregel würde ich sagen, bis 80 Kg von Schulterhöhe fallen lassen, kann man knapp noch den 50 mm brauchen. Alles, was drüber ist oder höher, muss man sowieso den 75 mm Schockabsorb verwenden. Die Schockabsorbmatte müssen wir zusätzlich noch einen Top-Layer drüber tun, damit die Langlebigkeit gewährt ist von diesen Matten, sodass man die eigentlich das Leben lang brauchen kann. Weiter ist auch der Fall, dass man auf der Balkenkonstruktion nachher das Brett für den sicheren Stand direkt draufschrauben kann, wie nachher auch den Top-Layer direkt fixieren, dass der nicht mehr verrutscht. Zuerst messen wir alle Balken abmessen, wo wir die Schnitt machen müssen. Nachher tun wir fein mit der Stichsäge alles zusagen. Wir haben jetzt hier alles parat gelegt für den Rahmen, wo wir nachher die Standplatte und die Gummimatte und den Getzner rein tun. Der Schockabsorb kommt ab Fabrik in einem Format von 1,50 x 75. Unser 1,5 Meter Stück wir genau halbieren. Haben wir nachher keinen Verschnitt, keinen Abfall. Was auch wichtig ist, dass wir beim Cutter ganz scharfe Klingen verwenden. Wenn wir nämlich keine scharfe Klingen haben, dann franzelt es aus, gibt es keinen schönen Schnitt. Nachher, wenn ihr anfängt, wichtig, keinen Druck ausüben. Ganz fein. Weil ich zu faul bin, um alles abzumessen, mache ich es jetzt auf die einfache Art. Ich tue den Getzner reinlegen an die Ecke, das andere Hölzchen daran ausrichten und dann stimmt es. Kommen wir zum oberen Teil der Plattform. Die haben wir schon im Baumarkt zusagen lassen, jetzt in unserem Fall. Kann man natürlich auch selber machen, mit der Stichsäge einfach anzeichnen. 1 Meter mal 1 Meter. Was wichtig ist, dass ihr nachher auch hier noch Kanten nehmt. Nicht, dass ihr eure Bumperplates, eure Gewichtsscheiben oder auf eure Finger, eure Füße da noch dran schneidet, wenn ihr nachher auf die Plattform lauft. Und die Dicke von der oberen Platte sollte natürlich 2,5 cm sein, wie es nachher auch vom Gummiboden der Fall ist. Wenn der Boden etwas dicker ist, ist es je nachdem mühsam, alles mit dem Cutter zu schneiden. Dann empfiehlt sich wirklich die Fräse oder eine Stichsäge. Wir haben uns jetzt heute für die Stichsäge entschieden, weil es in mehr Haushalten rumliegt und es trotzdem eigentlich auch sehr gut geht mit dem.
Jetzt tun wir den Top-Layer und die Platte noch mit Schrauben auf dem Rahmen fixieren. Vielleicht als kleiner Tipp, zuerst das Ganze mal ausprobieren mit dem Shock-Absorb, ob das ja im Gebäude so funktioniert, weil auch so ein Getzner ist keine Garantie, damit Nachbarn nicht reklamieren können. Wenn die schon sensibel sind auf das Ganze, heisst nicht, dass es mit dem keine Probleme mehr gibt, weil gewisse Leute sind sehr heikel und auch wenn es dort nur minimale Geräuschentwicklung gibt, dass es dann gleich Probleme gibt. Aber es ist eine massive Reduktion von über der Hälfte, weder dass man gar nichts in diese Richtung einsetzt.